Mehr Leute muss ich doch wirklich nicht leben lassen. Get lost. Halt die Fresse! Sonst liegt dein Gehirn gleich auf dem Sofa. So. Heute ist wild bei mir. Ach, ihr! Ah, hier wollte ich schon einmal rein, aber dann wurde ich hier... Schöner Stein, schöner Stein. Finde einen Weg ins nächste Geschoss. Oh, den kann ich mir gerne verschaffen, du. Das ist absolut kein Problem. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Ich könnte sogar. Ich hätte schon Bock drauf. Aber ist denn dieser Slayton zu I'm afraid sprechen? Mr. Slayton is a very busy man. Es wird gar nicht lange dauern. Es gab nur ein Missverständnis zwischen uns. Maybe I could squeeze you in. Let me see. Was würde es schaden, wenn du mir hilfst? I'd like to help you. I really would. Was schöne Augen, Alter. Gibt auch keinen Grund, dass wir hier Probleme haben, ne? I'm glad you understand the position I'm in here. Na, schön, dass du meinen Standpunkt I'm akzeptierst. trying to be reasonable here. Ich auch. I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Dankeschön. Nur zur Not verlass mal vielleicht lieber das Büro. Könnte sein, dass hier etwas passiert. Wo geht's dahin? Können wir hier vielleicht irgendwo schon was vorbereiten? Aufzugswartungssteuerung. Was können wir denn hier so machen? So. Damit werden wir nichts. Damit auch nicht. Machen wir das doch so. Manueller Aufzugszugang. Managementzugangscode hinzugefügt. Ach, den hätte ich auch noch auf andere Weise tun können. Naja. Die Tür machen wir mal wieder zu. Ich glaube nämlich nicht, dass die wollen, dass wir hier drin sind, eigentlich. Interessant. Okay. Wir gehen mal den offiziellen Weg. Hoch in die Chefetage. Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine, then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right. We've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Nein, der Aufzug ist jetzt meine Welt. Hier richte ich mein neues Reich. Okay. Ja, okay, machen I'm wir. aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. Ach, du. But it'll be easy. Lass sie kommen. Lass sie kommen. 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Eigentlich will ich hier durchrödeln. Wir speichern mal kurz.
Eigentlich will ich hier durchrödeln. Man muss es aber auch mal so sehen, die Leute können ja eigentlich nichts dafür. That's the elevator Die you hier came in arbeiten. on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Die können ja eigentlich nichts dafür. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Aha, aha. Oh, ein Dietrich. Ach, und da wieder hoch? There's a vent above you. Just climb up. Da geht's nicht lang. The room below you is clear. Drop down. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Boah, soll ich Ihnen den ganzen Kaffee stehlen? Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Also, nach oben. Verdammt. Wo sind eigentlich meine Begleiter? Ah, da ist Andreja. Und was ist mit dem Alten? Ach, da kommt der ja. Scheint aber doch ganz schön fit dafür, für sein Alter, Alter. Ups. Toll. Ich hab 60 gemacht. Sü, ihr Fotzen. Ich muss hier mal lang. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Go now. Wie go now? Da ist noch ein Mitarbeiter. Hä? Als ob sie sie... Hä? Hallo? Andreja? Wir sind hier sneaky, undercover. Wir verstecken uns gerade. Wir brechen hier gerade ein. Ja, danke. Kannst du dich bitte nicht hinsetzen? Alter, was ist mit der Frau? Aber... This is a private office. Let me just get that. Ja, for you. natürlich. Natürlich. Im Private Office, ja. Ich habe auch ein Private Office. You know the routine. Up the vent. It's a short one. I Achso. promise. Die Luke ist noch zu. Almost there. Door on the right. Das sieht ja gar nicht gut aus. Was ist denn hier passiert? There's the door. It should take you outside. Wo kommst du jetzt her? You expect us to climb up the trade tower? There's a series Andreja, of catwalks that bitte! lead directly up one floor to the executive level. Andreja, bitte! It's after you. Erst setzt du dich irgendwo hin und jetzt fängst du an, hier zu forschen. Andreja, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Was ist denn mit dir? Meine Güte, ey. Die Frau hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mein Gott. Oder sie ist einfach eine Künstlerin, undercover zu sein. Indem sie sich einfach... Oh, ja, das ist richtig. Naja, gut. Dann halt auf die Weise. Take what you must. Das macht eh viel mehr Spaß. Hallo? Sie sind hingefallen. Boah, Alter. Von dem Kopf ist nicht mehr viel übrig. Ja, ja, dann lad mal nach.
Verdammt. Hätte man hier sneaky längs gehen können? Ich hab keine Ahnung. Ach, komm schon. Jetzt ist auch egal. Leg dich hin, du Ratte! Warte mal, erdzeitige Sturmgewehr? Rein ins Büro. Ah, jetzt ist You're auch... coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. Was? Achso. Was geht ab, du You know, it's Penner? moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Genug geredet. Ah, it seems you have chosen more violence. Very well. Get them! Oh, ihr seid hingefallen. I'm glad it is in Oh your- nein. Da ist ein Geschützturm. Oh nein. Schon wieder alle hingefallen. Alter, Walter steht da mit Fäusten. Was ist denn mit ihm? Da ist ja noch ein Geschütz. So regeln wir die Sachen hier. Computer. Für Fernsteuerung. Türen öffnen. Geschütze lassen wir aktiv. Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Meins. Meins. Was passiert da? Oh, guck mal, ein Dietrich. Ja, ich habe halt wirklich versucht, das friedlich zu lösen, ne? Ich habe wirklich alles gegeben, aber der wollte halt nicht. Ihr habt das gesehen. Das lag nicht an mir. Ich habe ihm nur gesagt, ich werde dich erschießen und dann hat er die Waffe gezogen. Also, ne, er hat zuerst geschossen. Guck mal, die ganzen Pflanzen, die ich mitnehmen könnte. Wer bist du denn? Oh, You? Slayton came after you too, huh? You're gonna let me go? wo ist das Geld? Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. Credits are really the concern right now. We'll need to go into arbitration to get it back.
Lawyers, backbiting conference calls. I'll handle it. Ne, ich wollte ihm das Geld schon wiederbringen dann. Thank you. No offense, but I hope we never see each other again. Offense taken, and the feeling is absolutely mutual. The feeling's mutual. Ich dachte, ich könnte halt ihm schon noch das Geld geben dann. Oh, guck mal. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Na, dann müssen wir das ja mit einem machen. Ja. So. Das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Das geht. Und das geht. Shame we cannot just break it open. Besonderer Kompass. Oh. Ach, halt den Schmutz, Alter. Schmuggelware also, ja. Das Ding ist, das bringt mir nichts. Ich habe keine... Slate. Ich habe keinen Ort mehr, das zu verkaufen. Tageskalender heute. Bei den Agents wegen Musgrove nachfragen. Alle möglichen Treffpunkte abklappern. Astro Lounge, Madame Sauvage, die Hälfte der guten Gassen. Aufzug, Überbrückung testen. Prüfung der Haftpflichtversicherung. Vorläufige Bestätigung der Lebensverlust, Vertragsklausel. Reden üben. Motto des Tages: Rückschläge schaffen Gelegenheiten. Ja, ich habe zurückgeschlagen und du hast keine Gelegenheit mehr. Gut. Aber anscheinend hat er das auch verdient, weil er hat ihn hier ja auch... Also ich dachte erst, ich könnte ihn vielleicht noch medizinisch versorgen. Das geht nicht. Und dann wollte ich halt irgendwie dafür sorgen, dass er das Geld halt schon noch wieder bekommt. Aber naja, dann nicht. In die Lobby. Warte mal. Du willst mich nicht Get erschießen? going. Mr. Slayton is done with you. Ja. Have a nice day. Ja, ist er halt wirklich. Also. Er ist halt wirklich dann. Ich meine, ich könnte euch jetzt auch noch alle umnieten, Get aber. going. Mr. Slayton is done with you. Und ich hätte Bock. Aber wir gehen mal. Letztendlich machen die ja auch nur ihren Job. Spaß hätte ich trotzdem gehabt. Nee. Aber gut. I'm on duty. Es lief doch gut. Ein paar Leute erschossen. Jetzt hauen wir ab. Warte mal. Finden wir den Typen jetzt bei Enhance? Paige, I just gotta say, I'm loving this new look. Glad you like it. Today is the first day of a brand new life. Enjoy it. Hi there. Welcome to Enhance. Hey, it's me, Miguel. What do you think of my new look? I want to change. Ja, das wird deiner Frau wirklich gefallen, wenn du plötzlich anders aussiehst und ein Drogenjunkie bist. Oh, well, you've come to the right place. And let's see. Well, if you want my recommendation, It's me, all right, in the flesh. Although technically, I've only been wearing this flesh for about 12 hours. And also, maybe some new That was the plan, sure. Your cheekbones But could then I also thought, be a little bit higher. why hold back, huh?
Why not just go all the way? Okay. Ganz ehrlich, Oh, well, actually, maybe we could make your ears a little bigger and maybe Well, shrink your that's just your forehead opinion. a tad. I feel And also, great. maybe bring your hairline Best thing forward. is, my But these fiance's are all just coming my over soon recommendations, to of pick me course. up You look in the amazing lobby already. of my hotel. Yeah. I can't wait to okay. show her the new Just me. Do all of that. mh, Great! You'll love the new you. Yeah? das wird definitiv, wird das deiner Frau gefallen, ja. During the war, we had these things called battle stims. We didn't fight here. Wo war das Hotel nochmal? Ah, toll. Our beds are comfortable and affordable, and with a crime rating of only 16%, your safety is it's almost good. guaranteed. So go out, have your fun, live your Okay, best warte life. mal. Vielleicht, wenn wir einmal hochfahren. Ist er quasi einmal neu lädt unten. Okay, er sitzt da jetzt. This place is terrible. Welcome, off-worlder, to the Hotel It should be Vorbei. outlawed. Your home away from home. Ah. Here I've made a terrible mistake. Was? Damit hätte ja niemand rechnen können. Naja, ich habe getan, was ich konnte. Ich will ja nicht sagen, dass ich dir gesagt habe, ne? It's okay. It's my fault. I don't know what came over me. My fiance was not happy about the change. Ach so. She wants to call off the wedding. Oh. Wer hätte das gedacht? Eigentlich interessiert es mich wirklich ein Scheißdreck, ne? Na, mal komm. You would do that for me? Oh, you're such a good friend. She's over at Madame Savage's right now. I'm just praying there's a chance we can work things out. So go out, have your fun, live your best life. Und wer zum Fick bist du, Alter? The Hotel Vorbei. Sleep with us. Be careful around here. Da kam aber plötzlich die Waffe aus der Tasche. Be careful if you run into Die hat schon lange nicht mehr geschossen. Die hat ein Eigenleben. Dann wird sie immer fertig. This is so unlike him. Du bist Erika? Okay. It's not that the new face is bad, it's just not my Miggy. Bist du Miguels Verlobte? Was his fiancé. But the Miguel I knew doesn't exist. Stars. Maybe he never did. Und wie lange kennst du ihn schon? Honestly, all my life. We grew up together. That's why this whole thing is such a shock. Ja. Naja. Well, you can tell him the engagement is off. I can't marry a man who's so reckless. Alles auch nur getan, weil er dachte, er sei dir zu langweilig, man kann ihm nicht vertrauen. In Wahrheit ist es meine Schuld. Nee, überhaupt nicht. Und was, wenn er wieder aussehen würde wie früher? That's not the point. He made a decision to change his entire face without even consulting me. We're supposed to be partners. The fact that he didn't even consider how I'd feel is what hurts more than anything. Digga, eigentlich schmeiß den Typen runter in den Ozean, aber... Oh God, really? I know I make fun of him for being so predictable, but I didn't really mean it. I've dated plenty of men who lived for adventure, and I always end up waiting by the door for them to come home. I never felt that way with Miguel. Until today. But isn't this a sign I don't really know him?
Kann man jemanden jemals wirklich... I get what you're saying, but if we're going to get married, I should at least know him a little. That's true. And if he really did this for me, then at least it means he's listening. He's still at the hotel, right? I'll go have a chat with him right now. Okay, und wieder zurück. Never had that surgery. It's all right. Your friend told me why you did it. But you have to know, I adore you just the way you are. I know. But I thought maybe subconsciously you were getting tired of me being so predictable. Miggy, I love you. And I would never throw away something special for the sake of something new. So please, if it's not too much to ask, can I have my boring, predictably bland fiance back? You got it. Oh, hey! It's you! Oh, thanks for convincing Erica to come back to me. I don't think she would have reconsidered otherwise. Ich habe deine Ehe gerettet und erwarte, dass du dich dafür gelegt hast. Keine Ursache. That's the most important lesson of all. It's not about what you do, but who you do it with and for. Either way, I'm glad I met you. This trip would have gone a whole lot different had I run into anyone else. Thank you. Thanks. We'll work through this. Glaubst du, zwischen euch wird wieder alles gut? Yeah, I think so. This wasn't the first fight we've had, but it won't be the last. The important thing is that we talk it out and move forward. Was werdet ihr zwei jetzt machen? First, we're gonna need to get my old Miggy back. I know Enhanced doesn't keep old records, so we'll have to eyeball it. After that, who knows? It's a big city. And since we're already here, we'll talk later. Welcome, off-worlder, to the I feel like I belong on a PSA. A cautionary tale and some SSNN documentary. Wenn du das sagst. Na gut. Unser Job hier ist done. Halt die Fresse. Sonst kannst du gleich gar nicht mehr looken. So. Ich darf nicht schnell reisen. Soll der Hass. Einsteigen. Will you be taking off immediately, or are there other matters that require your attention? Hast du jetzt eigentlich noch was? Cold-blooded murder was a line I told myself I'd never cross. Do you really think we did the right thing back there? There was no other way. Ach du, naja. Ja, du, das Leben geht weiter. I suppose there's no other option but living with it, is there? Ja. Life only goes on so long as you are the one who is victorious. It is important to remember that when weighing a course of action. Well, I may not agree with every outcome, but you did everything to accomplish our goals and more. I don't often get a chance to work in the field. So, thank you. Ist mir gerade wirklich ein Gewehr gegeben, das 5 Damage macht. 5.
5. Geil, Alter. Sühne 5. Ach nee, die ist ja hier. Einfach eine 5, Digga. Damit komme ich weit voran. Man, the galaxy's too big to be stuck in the same place. Dip, dip, dip. Renegade, Waffen, abwerfen. Abheben. We have liftoff. Was wollt ihr denn alle? Achieving orbit now. Yo, what the fuck? Something you have no right to. My people have killed for less. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Oh, that's not any type of ship I recognize. Also, aus was für ein Material besteht denn euer Schiff, wenn ich fragen darf? You see much. But our ship is created from a power beyond your understanding. Its semblance to your own vessels only aids us in masking our presence. We are the Starborn, and you are unworthy to possess the artifacts. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge, or drown in it. Beobachtet ihr die Menschheit schon lange? We are growing impatient. Cease your attempts to stall for time. But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. Sagt uns wenigstens, wer ihr seid? The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Mein theoretisch kennen die sich damit ja anscheinend deutlich mehr aus. Kann ich eigentlich die Energie? Nein, kann ich nicht machen. I'm not getting any younger here. Anscheinend kennen sie sich ja mit dem Artefakt aus. Und werden ja auch einen Grund haben, warum sie sich einmischen.
Also wäre es theoretisch ratsam, drauf zu hören. Wenn man es mal so sieht. Aber wir hauen mal ab. We'll get through this. Hold on. Oh. Talk to me. Ich will nicht mit dir sprechen. Hä? Ach so. Ich könnte das Schiff auch zerstören. Ich dachte, wir springen jetzt automatisch irgendwo hin. Ja, dann springen wir direkt dahin, wo wir hin müssen, würde ich sagen. Wobei theoretisch gefährlich, wenn die wissen, wenn die uns verfolgen könnten. Aber, was ist denn hier eigentlich dieser gepanzerte Transporter? Springen wir da mal hin. Nehmen wir den mit in den Tod. You didn't put us in book one, so we must have been in the right place. The speculation part of my brain is an overdrive. We need to regroup at the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. Everyone's going to want to weigh in on this. Hey, Captain. Need help with anything? Okay, das ist so ein Transporter. Den kennen wir ja schon. What's on your mind? Was gibt's? Ich flieg das Schiff, das gibt's. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. Go ahead and land. Ja, also eigentlich wäre es, glaube ich, ratsam gewesen, drauf zu hören. Aber, ja, gut. I have never quite been able to think of New Atlantis as home. Though I suppose I should. Ah, hello. Ach, du hast nichts dazu zu sagen. Naja, okay. Nee. Ist ja... War da was? Ach, also ich habe nichts bemerkt. Sometimes amuses me to think about what goes on here, right under the United Colony's collective nose. Nun. How is Neon? Are you okay? Ja, ist irgendwie jetzt am Schiff auf. No. Okay. Guck dir mal was du, also, guck dir mal die Daten an. Okay. I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Ja, Mama. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. Sind ja wirklich alle hier. Faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up? Another house for Rune? I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life or extra-dimensional beings.
The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Mm-hmm. Ich würde mal sagen, das sind alles plausible Thesen. You do have a way with words. Ah, I knew our little family was gaining a class act when I shoved that artifact in your hands. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course, collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Sollten wir nicht versuchen, die Sternenblüter zu kontaktieren? Vielleicht wollen sie reden. Weiß ich jetzt nicht. That ship could be anywhere in deep space. Even if we got lucky, a single grav jump and we'd lose them. Ja, potenziell sollten wir, also wir sollten uns zumindest, ich sage jetzt nicht, wir sollen direkt fighten, aber wir sollten uns vielleicht darauf einstellen, dass wir kämpfen müssten. All we can do is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. I feel like I've been may waiting my regret whole life for this. but there's Constellation, something I'd like to the ask you. artifacts. Forgot to check That the doesn't math sound on the crazy, equation. does it? The brain's long Ich stimme! Überall stimmen! Gave up my room in the lodge so Andreja had a place to call her own. Everyone needs space to let their thoughts run solo. Hast du einen Been Tempel? poring over the charts, looking for another match. Think this one might just be it. Danke. I have things I wish to discuss with you. When you have time. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir da uns potenziell I have quergestellt something haben. I wanted to say. But I confess I am afraid of how you will react. Wenn es so schlimm ist, sagst du vielleicht lieber nichts. Nichts könnte meine Meinung über dich ändern. Ich habe es dir doch schon gesagt. Wichtig ist nur, dass du mich unterstützt. Ich würde lieber mal anders. Nichts könnte meine Meinung über dich ändern. I am reluctant to put that to the test. But it is necessary that we are honest with each other. I know that you said you prefer to be surrounded by others, unlike me. But Constellation means something to us both. And I must be honest about why. The little I have spoken of my history has been nothing but truth. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. What I have left out, until now, is that all of that was done on behalf of House Varun. My people. My family. Warum? Was ist das? Ja, komm, stellen wir uns nochmal dumm. You have not heard the name? I am surprised. Generations ago, our founder, Jinan Varun, he had an experience while grav jumping.
He made contact with an immortal being beyond time and space, beyond our universe. The Great Serpent told Jinan Varun that our universe is his dominion. And while he has been away for millennia, he will return soon. And when he does, we must be prepared. My people have worked to that end for many years now, and it has caused conflict with the rest of the settled systems. Die Frage ist das Schwachsinn oder ist da vielleicht was dran? Weil vielleicht hatte er ja auch schon Kontakt mit denen gehabt. Ja, erklär mir. I will do my best. I was born in the great city of Dazra and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krejar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the Great Serpent and his inevitable return. Das ist aber nicht so eine, jetzt wo du das weißt, muss ich dich leider töten, Geschichte, oder? Your ability to find the humor in a situation is remarkable. No, I will not kill you for knowing, but you must understand that this is privileged information. Several years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. Ich will schon immer mal einen Spion kennen. Ich dachte mir schon, dass du etwas verheimlicht. Du hast also gelogen. Ich glaube, mittlerweile sieht es andersrum aus, weil wir haben ja sie schon gesehen, wie sie Varun-Leute getötet hat. Also, ich will sie jetzt halt nicht irgendwie so. Das klingt halt so anklagen, so du hast gelogen und du bist Undercover-Agentin. Ich weiß jetzt aber nicht, ist das nett gemeint? Ja, komm. I am pleased to have fulfilled that wish for you, I suppose. But certainly not everyone shares that view. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were waiting for me. Schleichen, also ich hätte mich sicher nicht erwischen lassen. War nicht so eine, wie du gehofft hast, du bist noch hier, es kann also nicht so schlimm gewesen sein. Ja, komm. I thought the same. And yet there they were. I was horrified. My failure would be reported to the High Council, and the penalty would be severe. Also das, Nee, ich glaube nicht, dass die von den Artefakten müssen. Das wird davor gewesen sein. They do not. I have, for now, kept that information to myself. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right thing to do. I can feel that. So, wait, das heißt, du bist immer noch bei denen? Ich wollte noch die ganzen anderen Sachen fragen und wollte sagen, dass Sarah ein guter Mensch ist. Für mich bist du André. You have no idea what a relief that is. Thank you
for trusting me. So. Oh, sorry. Was just doing some math in my head. Trade the gabs with you. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The Eye can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor. Wie viele Artefakte gibt es wohl da draußen? No telling the exact number, but they're getting harder to find. Got some equipment, repairs, and upgrades on the making do list. The Eye's straining to her limits these days. Ja, gib mir, was du hast. Double check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Okay. Puh. Das ist jetzt eine Menge neues Stuff. Bet you never expected to end up involved in something like this. Glaubst du wirklich, die Sternenblüter könnten sowas wie Racheengel sein? There's certainly precedent, isn't there? We've been operating for a while now on the fringes of what we, humans, know and understand. Why rule anything out? I just think we should be open-minded. Keep everything on the table. Engel würden wohl keine Raumschiffe brauchen, das ist recht, wir sollten keine Vermutung anstellen, ich weiß nicht, wie wir natürliche Gegenspieler bin. Ja, theoretisch ist es, auch wenn ich jetzt wirklich nichts mit Religion am Hut habe, ist es trotzdem am ratsamsten. Wobei Vermutungen können halt auch, ne, wenn man Thesen aufstellt, kann man halt, ne, das bringt einen potenziell halt auch irgendwie voran. Ah, fick deine Engel. I did say it was a metaphor, didn't I? Never meant it to be taken completely literally, but you never know. Maybe they appeared in a form we're familiar with. It's the argument I have with Walter every other week. Science and reason have their place, but so does faith. We have all of them at our disposal, and I don't for 1 second believe they're mutually exclusive. You're doing great out there. Okay. Hey, Walter, du Schnecke. Well, I suppose that station in orbit has more than paid for itself at this point. Wie geht es dir nach dem Überfall des Sternenbluts? Not my first time in a Starborn hostile klingt deutlich negotiation, besser. as you well know. Admittedly, I usually know more about who I'm facing off against. I'm very interested in what Noel can learn from the scans. The technology on that ship was impressive, to say the least. If there's a chance, we could learn enough to duplicate some of it. Das ist der Unternehmer, den ich kenne. Ja, Chancengleichheit wäre nicht schlecht. That's certainly true. And it also wouldn't hurt to give Stroud Eklund an advantage in the marketplace. Okay, also, was ist jetzt mit dieser Rede von Sebastian Bates? Oh, right. I was afraid you were going to bring that up again. Very well. Let's see if I embarrass myself or not. My colleagues, I venture out into the darkness of space once again. Many of you have expressed concern. At my age, you say, surely the risks are too great. Surely Sebastian Banks has earned a rest. Nonsense, I say. To go out into the unknown, to brave the possibility of never coming back, to ignite the spark of hope that humanity will find answers out there in the stars, that is all I have ever wanted. If this last expedition is my time, then I say, I have been fortunate. I have been fortunate to leave, surrounded by people who could not be more different from one another, but who share a common purpose. That, dare I say, I am fortunate my soul has a home
it can always come back to. And that was the last thing Sebastian Banks ever said in the lodge before he disappeared. And Constellation has been waiting for him to come home ever since. Was, wenn schon vielleicht abgefangen wurde? Also, du wolltest was von mir. Despite our differences of opinion back on Neon, I'm beginning to respect you as someone who can get the job done. War kein Gruß. I'm beginning to wonder if there's anything you can't handle. I'd like to test that theory. My Star Yard's been having a little trouble getting our next project off the ground. I need someone capable and decisive to step in and steer it in the right direction. Interested? Bist du bei so wichtigen Entscheidungen normalerweise nicht stärker eingebunden? As you know, I'm a busy man, running a company, helping to manage Constellation's financial needs. It doesn't leave me with much time to get into the weeds with every little business venture that comes my way. Besides, think of this as a rare opportunity to help shape the future of a major consumer brand. Achso, aber du gehst davon aus, dass ich genügend Zeit habe, während ich da draußen so im All, ne, Planeten, Monde. Ist ja interessant. Okay, erzähl mir mal ein bisschen. Of course, now that I know you're interested. It's a new ship. We want to diversify our fleet. Now, I don't know why the people I pay very handsomely to come up with new designs can't seem to get out of the R&D phase. And frankly, I don't care. I just want someone, you, to go there and show them how it's done. Und woher soll ich wissen, wie man das macht? Warum hängt das Projekt schon in der Forschung und Entwicklung fest? R&D needs to happen first whenever work starts on a new project. It's a natural stalling point since we need to make so many big decisions. In this case, we're talking about looking at our existing fleet of ships and using data we've gathered to see what consumers want. But of course, each member of the R&D team can interpret that data to suit their own confirmation bias. I'm guessing that's what we're seeing here. Raumschiffdesign. Du weißt anscheinend, dass ich schon ein bisschen Erfahrung im Schiffsdesign habe. I did not. Part of the problem is that my designers seem to be having trouble agreeing on a plan. I should mention that you're not there to make design decisions. You're there to get the project back on track and help guide them. So, ideally, you're not adding to the problem. Oh, man. Yeah, okay. Excellent. I'll send word ahead to the project lead, Jules Degante, that you're taking point. They'll all be instructed to listen to you and follow your direction. I expect big things from you, so I'm excited to see what you manage to deliver. I don't believe you'll let me down. Na dann. I'm expecting big things from you. You're doing Constellation proud. Toilette. Wo ist denn Noel? Man weiß es nicht. Das war mein Zimmer, naja. Bin ich da jetzt drin? Nein. Oh Mann. Hey! Hey, let me know when you're ready to take me along with you. Should only be a few years. Goodbye. Wo ist denn Noel, die alte Schlange? Das hast du eben aber noch I know nicht. everyone's excited by the artifacts, but we need to be as objective as possible and be aware of possible negative effects. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. Meine
Meinung zu den Sternblütern? You mean what could be the biggest discovery in the history of humanity? Yeah, I've got some thoughts. Scans are still inconclusive, but I think we've seen enough to know that we're dealing with something potentially even more unusual than the artifacts. There are so many questions beyond just who are they? How did they find you? How do they know about the artifacts? Why has no one ever seen them before? Ja, wird nie langweilig. No, I guess not. But this takes things in a whole different direction. They threatened you. It was one thing when this was just about us investigating the artifacts. A weird phenomenon that didn't come with creepy threats or questions about aliens or whatever it is that's going on now. I know we'll figure it all out in the end. It's just kind of a lot right now. See you later. Tja, die Frage ist, können Sie die Artefakte aufspüren oder können Sie vielleicht mich aufspüren? Aufgrund der Kräfte. In beiden Fällen wäre die Lodge jetzt am Arsch. Ich meine, letztendlich, wir wissen ja auch schon, nach welchen Signaturen wir suchen müssen für Tempel und Artefakte und sowas alles. Can we speak for a moment? Hello. Wir hatten uns doch eben erst unterhalten. Von daher werden die ja erst recht wissen, wonach die suchen müssen. Never would I have imagined to encounter something like these Starborn. Now I feel that rather than having answers, we only have more questions. Ja. Wenn wir versuchen, das jemand zu erzählen, hält er uns für verrückt. Das Weltall ist so riesig, es muss voll von Dingen sein, die wir uns nicht ausmalen können. Ich wusste schon immer, dass wir nicht alleine sind. Das ist so unglaublich. Ja, es muss voll von Dingen sein, die wir uns nicht mal ausmalen. I suppose this proves that idea succinctly. Regardless of how impossible they may have seemed before now, I must say that I do not like being threatened by anyone. Dieses leichte Grinsen dabei. Ich werde nicht gerne. Irgendwie haben sie es so dargestellt, als wären wir die Bösen. Für mich war das weniger eine Drohung, eher eine Wahrung. Ja, es war eine, erst war es eine Warnung und dann, als wir abhauen wollten, haben sie auf uns geschossen. Also die wollen aber auch nichts erklären. Also für die ist lieber, fragen, oder was heißt fragen? Fordern, gib das Artefakt her. Wenn nicht, dann wirst du erschossen. Anstatt zu erklären, wenn ihr das und das macht, könnte das und das passieren. Uns Angst zu machen, um uns etwas fernzuhalten. Ja, es war eine Warnung. It did not sound that way to me. But I suppose we will see which is true. Clearly, these Starborn are connected to the artifacts, which would mean that they are also connected to that temple you found. Did they make these things? Have they appropriated them? This all implies there is something more, something we do not yet understand. Machst dir doch keine Sorgen, oder? Vermutlich wieder, wir müssen mehr Artefakte finden. I am never worried. Cautious, perhaps. It has always been necessary to prepare for the unexpected. This is just a bit more unexpected than usual. It seems to be how things go here in Constellation. Ja, wenn wir weitermachen, werden wir wahrscheinlich noch ein paar begegnen. Yes. Given our first interaction with them, that seems likely. We will need to be on our guard from now on. They seem to know much about us. Perhaps we can learn more about them to make it even. Whether we learn more or not, I now have a difficult decision to make. I must decide whether to report this to House Barun. Hast du ihnen nicht ohnehin schon Dinge verheimlicht? My agreement with Sarah was that I would withhold information about the artifacts until we knew more. I certainly do now. But to inform them of this, I must also admit that I have not reported all that I have seen to this point. Ja, okay, gut, damit hat sie ja quasi schon die Frage mitbeantwortet, aber... Before it matters what Sarah will allow,
I must first decide for myself what is right. Wir werden dir kein Wort glauben, vielleicht solltest du noch warten. Ich finde, es haben alle verdient, es zu wissen. Ja, das ist so ein Ding, ne? Theoretisch wäre es schon richtig, dass jeder es weiß. Aber halt mit, man müsste halt auch mit einer dezenten Massenpanik rechnen. Ich denke nach. Then I shall consider how to relay the information and take it up with Sarah when I can. I do appreciate that I can trust you with this. It is good to have someone to talk to. Ich muss nach dieser Sache, wo mein Beratungshonorar erhöht. Haben Sie auch die Chance für mich da zu sein? Das macht man schon aus. Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Ja. And I appreciate that greatly. We should return to our search then. There's still so much to do. Viel zu tun, viel zu tun. Manchmal fick ich auch einen Huhn. War ich da schon mal? Ja doch, hier war ich schon mal. Hätte gerne nochmal einen Laden, wo ich ein paar Ressourcen kaufen kann. Was hat CJ denn so? Damit ich bei der Erforschung vorankomme. CJ's is always open. No matter what you... No problem. Happy to serve. Du hast keine Ressourcen. Be seeing you. Naja, wahrscheinlich nicht. Waffen. So, das ist der Tower. Mercury Tower. Da war der Essensladen. Liegt irgendein Viech rum. Hier war ich ja noch nie. We have company. Good day, ma'am. You too. I don't think you know who you're dealing with. Just a private conversation. Nothing worth mentioning. Scheiße. Hätte ich mich nicht erwischen lassen What, dürfen? two friends can't have a chat? Fuck. Wahrscheinlich hätte ich mich nicht erwischen lassen dürfen. Hallo? Du hast Wohnung, Let's see ne? what we have available. Right now, I've got a little place in the well that's up for grabs. I have a penthouse apartment in one of the residential towers. Sound like something... Ja, komm, kaufen wir uns. It's very cozy. I'm sure you'll love it. I'll just
And the apartment is all yours. Ja. Stop by anytime. Kaufen uns überall eine Wohnung. So, gibt es hier nicht irgendwo vielleicht noch einen Ort, wo man Ressourcen kaufen kann? Ich frage für einen Freund. Die Geldbank wahrscheinlich nicht. Distribution Center. Könnte das was sein? Ja. Hallo. Bulk items may require multiple levels of approval and can take up to several weeks for an official response. We apologize for any delay. Welcome to UC Distribution. Something I can do for you? Ressourcen. Yes, of course. Please, take a look. Ressourcen. Ups. Ja, komm. Wir können ja noch mal alles mitnehmen. Für irgendwas werden wir das ja schon gebrauchen können. Okay, vielleicht nehmen wir nicht alles mit, weil Right. Come back if you need something else. sonst haben wir wieder ein kleines Gewichtsproblem. I am always willing to carry an extra weapon. Ja, ich gebe dir ein paar Ressourcen. Scheiße. Ich habe schon zu viel gekauft. Na gut. Goodbye. So, weil ich weiß nicht, was wir für die anderen Sachen noch alles brauchen. Wenn wir weiter entwickeln. Aber so haben wir dann immer schon ein bisschen was übrig. Haben wir jetzt eigentlich was wir ihr erzählen können? Und dann, ja, werden wir in Zukunft nur noch das kaufen, was wir dann auch wirklich direkt brauchen. If you have a new story for me, I'm very happy to pay your fee. Oh nee, Back ich to habe grind. sonst nichts mehr. Schade. Ganz schön nebelig heute hier. Da war. Unterdeck. Dip, 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 dip. Sarah fragt sich wahrscheinlich mittlerweile auch so, Dicker, warum kaufst du überall eine Wohnung? Was stimmt nicht mit dir? Okay, das gehört also mit zur Wohnung. Okay. Okay. Ja gut, jetzt haben wir hier auch eine Wohnung.
Noch Artefakte. Große Anomalie. Haben wir nicht schon einen Tempel wieder? Anscheinend haben wir keinen Tempel. Entweder Artefakt oder Artefakt. Würde ich sagen Artefakt. They're always about a moment. I have 3 projects that are backburnered right now because no one has time to help me. 3. Das ist schlecht. Hast du noch Ressourcen? Oder hast du nur Waffen? I got all day. Nein, du hast nur Waffen. You need something else? I'll be here. Gibt es hier unten wen, der Ressourcen verkauft? Let me know if I can help you. Electronics, Trade Authority, die verkaufen doch bestimmt Ressourcen. You know I went to chef school? This ain't exactly where I saw The Trade Authority has access to goods and you won't find a better selection or more reasonable prices anywhere. Wow. If you need anything else, you know where to find us. Ist ja der Shit. Ja, Ausdauer, Schmausdauer, sage ich immer. Sieht nicht so aus. Schade. Aber dann haben wir zumindest ein bisschen was wieder bekommen. Siehst du irgendwie so aus, als hättest du was? Haben wir zumindest ein bisschen was Ressourcenmäßiges. Besser als nichts. Dip, 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 dip. Ach ja, stimmt, ich kann nicht schnell reisen. Da war ja was. Aber vielleicht hat er hier noch Ressourcen. Need some work done? Ressourcen. Ah, jawohl. Trying to take a little too much on. Nein. Nein. Wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Also, Andreja, bitte. Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Ich trage doch nicht zu viel mit mir rum. Also, was bildet sie sich ein? Komm mal her. Did you need something? Did you need me to carry? So, dann muss ich gleich nämlich nicht Ressourcen. Alles nehmen. Back to it. Dann muss ich dich gleich nicht auf dem ganzen Schiff suchen.
3 Wolfram fehlen mir da. Das ist doch belastend. Bäh. Geil. Ich habe einen Klebstoff. Das ist ja der Hammer. Da komme ich ja richtig schnell voran, sag mal. Let me guess. You missed me and you couldn't stay away. I wanted to talk to you, but honestly, I don't know where to begin. The Starborn's technology is simply astonishing. It's just almost too much to process. Was ist das für eine dämliche Frage? Du bist also noch nie etwas wie diesen Dingen begegnet. Natürlich nicht. Of course not. No one has. If an encounter with this level of importance had occurred in the past, I assure you that Constellation would be well acquainted with it. Die Sache scheint richtig auszugehen. Yes, I suppose I am. But you can hardly blame me, can you? You do understand the significance of this encounter, don't you? This is humankind's first contact with what I believe is an alien race. A race with technology that could be far superior to our own. Oh, we could learn so much from them. Glaubst du, sie sind bereit, uns etwas beizubringen? The way they behaved, I'd say that's not very likely. If we are to learn anything from the Starborn, we're going to have to take the initiative ourselves. Ich glaube nicht, dass sie uns freiwillig etwas beibringen werden. Naja, Angst wird sie ja schon haben. Ne? Aber auch, du klingst, als hättest du Angst, klingst aus, als würdest du. Ich meine, gut, man kann natürlich beides haben, ne? Ja, freiwillig werden sie uns wohl nicht. That's what disturbs me. Can't be a coincidence that these Starborn suddenly appeared after your experience at that temple. We know they're here to lay claim to the artifacts, but what's their true motivation? What aren't they telling us? Zu einer Übereinkunft mit ihnen kommen, ist eine beunruhigende Vorstellung, dass sie Hintergedanken haben könnten. Sie sind hier, um uns zu zerstören. Tja, nicht unlikely. Ich meine, wir haben jetzt einmal ihre Warnung ignoriert, danach haben sie geschossen. Gut möglich, dass sie das in Zukunft weiter tun werden. Ja. They're certainly hostile, but I don't think they're here to completely annihilate us, or they would have done so already. Damn. Oh, if only we knew more about the Starborn. What their species is like, where they're from, how they're able to speak our language. I feel like a cadet on my very first day aboard a spaceship. My mind is absolutely swimming with questions. Ich glaube, sie sind Zeitreisen. Warum schmolzt sie gerade so ein bisschen? Ah, jetzt hat sie kurz gelächelt. Sie hat mich gehört. Jetzt ist sie wieder ein bisschen mehr aufschmollen gewesen. Ich würde nicht sagen, sie sind eindeutig Aliens, aber das ist potenziell. I say something you didn't like? Obviously. But there has to be more to these beings than simply originating from another world. Their name alone, Starborn.
There's some type of hidden meaning there. Something that feels very old, perhaps even ancient. Whatever the case may be, I can assure you that Constellation intends to get to the bottom of this mystery. Was glaubst du, warum sie sich Sternenblüter nennen? I'm not really sure. Scientifically speaking, we're all born from the stars. Most of the chemical components of our body, carbon, oxygen, sulfur, are exactly the same as those manufactured by internal stellar reactions. Now, ask someone like Matteo the same question, and he'd probably give a more theological answer. But hey, it's all a guessing game anyway. Vorsicht ist To a geboten. degree, yes. Every bit of exploration comes with inherent risk. If we continue to avoid life's mysteries, we'll barely make progress as a species. I'm grateful you feel that way. And don't worry, I promise to be careful. You know, it's funny. When I was a little girl, I'd lay on the ground and stare up at the stars. I was absolutely convinced they held a secret. I'd remain there for hours in silence, eyes closed, listening, waiting for the secret to be whispered in my ear. This encounter with the Starborn is that moment to me. The stars are finally whispering, and I need to hear what they have to say. Was hoffst du zu erfahren? Truthfully, I haven't the slightest idea. But just the thought that any of the secrets of the universe could be revealed from the Starborn is terribly exciting. Ich wüsste so einiges, was ich dir gerne ins Ohr flüstern würde. Although I'm flattered that you think of me that way, there's a time and a place for that sort of talk. This is definitely not one of them. Well then, I've certainly wasted enough of your valuable time. Just do be careful if you cross paths with these Starborn in the future. I wouldn't want to lose one of the most valuable members of Constellation. Wie wär's mit, du willst nicht deinen Ehemann verlieren? Troubles you need to share? Erstmal flirten. Oh, you're going to make me blush again, aren't you? Nein. Deine Liebe ist alles, was ich im Leben will. I feel so lucky to be with someone like you. See you soon, love. Yeah, the way you handle things, not bad. Not bad. Okay. Late at night in dive bars, sometimes the old-timers share stories about things they've seen that they just couldn't explain. Ghost stories, if you will. I've heard of things like the Starborn before. But they're real. Honest to God, real. Was meinst du, du hast schon mal was davon gehört? Ja, das Universum ist geweiht. Das ist auch ganz zu glauben, wir hätten alles. But you carry on for centuries of exploration, and you can fool yourself into thinking you got it all figured out. Clearly we don't. So the obvious question is, what the hell are they? Warum hat ihnen das nicht gefallen? Maybe not. Their ships were incredible, but they still felt like ships. They had engines, weapons, I think I even made out a grav drive. If they were really alien, I would just expect it to be more alien, you know? I mean, it could be some secret Freestar Perun or UC tech, but I don't know. Naja, also sie hatten ja gesagt, dass sie sich schon angepasst haben, um nicht ganz so aufzufallen. I mean, anything's possible. But if someone, anyone, had that much of an edge on the others, the whole balance of power would shift, right? It'd be one hell of a conspiracy to keep it quiet. An even greater amount of restraint to keep it in your back pocket. Ich habe keine Ahnung. Kommen sie mir nicht vor.
Ja, viel Ahnung haben wir nicht. Anybody that says they know for sure are lying. I'm gonna throw out another wild stab in the dark theory. Maybe they're from outside our known systems. Here's the hypothetical. Centuries ago, some brainiac scientists decide to play settler. But they go way, way beyond any place we've ever been to set up stakes. Once they get there, they make a few lucky breakthroughs, and their science just snowballs from there. I could see them getting further, faster, and hence become the Starborn. Das ist zumindest eine Theorie. How non-committal of you. One way or the other, we are not alone. And that's both exciting and terrifying. Hui. Ressourcen. Lagern. Ressourcen sind gelagert. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Starfield Session. Wir sind ja jetzt auch schon insgesamt 4,5 Stunden dabei. Das ist jetzt eine etwas längere Folge dann für YouTube. Euch lieben Leuten auf YouTube wünsche ich einen wunderschönen und wir sehen uns morgen. Wie immer. Haut rein.